Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Heute stelle ich dir den Hurom H320N Slow Juicer in der Farbe Tiefgrün vor. Gemeinsam werden wir alle wichtigen Eigenschaften dieses Premium-Entsafters entdecken und schauen, wie er mit den gängigen Früchten, aber auch schwierigerem Entsaftungsgut wie Möhren oder Sellerie zurechtkommt. Lass uns vorne starten. Der H320N kommt in einer hochwertigen Verpackung und alle Teile wurden sehr sicher verpackt. Beim Auspacken merkst du direkt, dass jedes Teil neben der schönen Optik auch sehr hochwertig und massiv ist. In dem Set enthalten sind ein Saft- und Tresterbehälter, ein grobes und feines Sieb, je nachdem, ob du mehr oder weniger Fruchtfleisch bevorzugst, eine Kammer, in die das Sieb eingesetzt wird, eine Pressschnecke, eine Reinigungsbürste, ein Pusher oder Stößel, die Hauptkammer mit den Ausflüssen und ein sehr großer Einfüllschacht. So viele Teile wirken erst einmal überfordernd, aber wenn du es einmal verstanden hast, ist der Aufbau sehr leicht und schnell umsetzbar. Erst wählst du dein Sieb und setzt es in die Kammer ein. Die Kombi setzt du dann in die Hauptkammer ein und kannst darauf die Pressschnecke drücken. Hier rastet auch schön alles ein und sitzt dementsprechend fest. Dann kannst du den sogenannten Mega-Hopper aufsetzen. Hier hast du extra Pfeilmarkierungen an der Seite, die dir zeigen, dass du ihn einmal seitlich drehen musst, um ihn einrasten zu lassen. Dann kannst du das ganze Konstrukt einfach auf den Motorblock stecken, die Behälter ansetzen, den Entsafter mit dem Strom verbinden und schon bist du startklar. Vor der ersten Nutzung haben wir alle Teile übrigens einmal gespült. Hier siehst du unseren ersten Entsaftungsversuch mit Äpfeln und einer Mango. Harte Kerne wie der von der Mango müssen vorher entfernt werden. Äpfel können aber komplett mit Stiel eingeworfen werden. So überträgst du auch die Nährstoffe aus Kernen und Schalen in deinen Saft. Während des Entsaftens möchte ich auf die technischen Details und Eigenschaften eingehen. Auf dem Video kommt nicht rüber, wie groß und massiv dieser Entsafter eigentlich in Wirklichkeit ist. Mit einem Gewicht von stolzen 9,9 Kilogramm und den Maßen 24,8 x 22,3 x 46,2 cm ist der Entsafter sehr robust. Der Motor des Hurom H320N hat eine Leistung von 200 Watt und die Pressschnecke dreht sich mit 50 Umdrehungen pro Minute, während die rotierende Bürste mit 17 Umdrehungen pro Minute arbeitet. Beim Entsaften ist das Gerät sehr leise. Wie du hier siehst, kommt es gerade mal auf ca. 55 Dezibel und kann demnach auch ohne Probleme schon morgens angeworfen werden, wenn der Nachbar oder die Familie noch schläft. Das ist auch ein großer Vorteil gegenüber Zentrifugalentsaftern, die mit einer hohen Geschwindigkeit entsaften und entsprechend laut arbeiten. Sobald du oben die Klappe öffnest, stoppt der Entsaftungsvorgang, was nicht verkehrt ist, da du jetzt siehst, was er mit einem ganzen Apfel anrichtet. Das Gerät ist so kraftvoll, dass du dort sicher nicht deine Finger dazwischen haben willst. Die langsame Entsaftungsgeschwindigkeit reduziert die Wärmeentwicklung und Oxidation, wodurch wir einen frischeren und nährstoffreicheren Saft erhalten. Vor allem die wichtigen Enzyme für die Verdauung und das Wohlbefinden bleiben erhalten. Diese suchst du bei Industriesäften vergeblich. Besonders hervorzuheben ist, dass der Entsafter vollständig aus BPA-freien Materialien hergestellt wird. Die Siebe bestehen aus einem keimabwehrenden Edelstahl und die Schnecke ist aus dem robusten Material Ultem gefertigt. Sicherheit und Gesundheit stehen hier also an erster Stelle. Hurom feiert derzeit sein 50-jähriges Jubiläum und bietet auf den Motor und die restlichen Teile eine Garantie von 15 statt 10 Jahren. Von meinem Gefühl her kann das Gerät mehrere Generationen überleben. Die Saftkammer fasst bis zu 600 Milliliter, bevor du den Saft auslassen musst. Hier siehst du, wie schön cremig der Saft aussieht. Um den kompletten Saft zu erhalten, musst du das Gerät einfach nochmal anmachen. So werden alle Kammern ordentlich geleert. Genauso gut wie dieser Saft aussieht, hat er auch geschmeckt. An Sellerie sind wohl schon einige Entsafter gescheitert, wodurch ich auf den Test sehr gespannt war. Hier haben wir den Sellerie auf gut 10 cm große Stücke halbiert, sodass sie gerade noch in den Hopper passen. Einfacher ist es, wenn du sie viertelst, aber wir wollten schauen, ob er es auch so schafft. Der Mega-Hopper hat übrigens ein Fassungsvermögen von 2 Litern und einen Trichterdurchmesser von 13,6 cm.
Wenn wie hier ein Stück Sellerie festhängt, kannst du die Rückwärtstaste drücken. Dadurch wird der Inhalt im Hopper neu sortiert und kann im Normalbetrieb wieder von der Schnecke gepackt und seinem Schicksal überlassen werden. Hier haben wir eine Selleriesaftausbeute von ca. 300 Millilitern. Direkt danach haben wir Möhren getestet. Dieser große Hopper macht einfach Spaß, weil so viel hineinpasst. Auch hier siehst du, mit was für einer Kraft das Gerät arbeitet. Die Möhren haben keine Chance und er zerkleinert sie, als wäre es nichts. Ich beschleunige den Vorgang an dieser Stelle. Auch hier haben wir gut 300 Milliliter Saft aus den Möhren bekommen. Nach dem Entsaften folgt die Reinigung. Diese sollte von Hand und mit lauwarmem Wasser gemacht werden. Der Geschirrspüler wird nicht empfohlen, um die Langlebigkeit zu garantieren. Die Reinigungsbürste ist hier unser Freund. Das Ende ist klappbar, wodurch du zwischen dem harten und dem Bürstenende wechseln kannst. Ein Detail, was wirklich Sinn ergibt und bei der Reinigung hilft. Insgesamt ist die Reinigung wirklich unkompliziert. Alle Teile lassen sich leicht auseinandernehmen und ordentlich säubern. Es dauert insgesamt ca. 5 Minuten. Ich zeige dir schnell alle Teile im Vorher-Nachher-Check.
Der Trester-Auslass hat hier hinten einen Verschluss, der geöffnet werden muss, um alle Reste entfernen zu können. Insgesamt kommt man gut in alle Ecken und wenn die Teile kurz nach dem Entsaften gereinigt werden, bekommt man den Großteil mit dem fließenden Wasser sauber. Es ist aber ein Aufwand, den man einplanen muss. Luftdicht verschlossen halten die Säfte ca. 48 Stunden im Kühlschrank, wodurch es Sinn machen kann, direkt für 2 bis 3 Tage zu entsaften. Kommen wir zum Fazit. Insgesamt ist der Hurum H320N der stärkste und dadurch beste Entsafter, den ich kenne. Die einfache Handhabung und seine Power überzeugen. Preislich liegt das Modell mit 599 € im Premium-Segment. Dank der Kooperation mit Hurum darf ich dir noch einen 10% Gutschein anbieten, den du auf der deutschen Shopseite einlösen kannst. Dieser aktiviert sich automatisch, wenn du dem Link in der Videobeschreibung folgst und gilt auf das gesamte Sortiment. Dann kommen wir auf ca. 540 € und wenn wir den Betrag durch 15 Jahre teilen, sind es Kosten von 36 € pro Jahr und 3 € pro Monat. Wenn du ihn regelmäßig nutzt, ist es auf den Zeitraum gerechnet für die hohe Qualität und das schöne Design ein fairer Preis und meiner Meinung nach eine sinnvolle Investition in die Gesundheit. Danke fürs Zuschauen. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.